Hallo, wir sind heute bei Königsklasse. Ich bin Angie und wir führen jetzt ein Interview mit Ich bin Johnny, Johnny. Für welche Firma arbeitest du denn? für Spree Interactive. Wir sind auch gerade im Showroom von Spree Interactive hier in München, der Shopping Mall. Und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Spree. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal mit ein paar allgemeinen Fragen anfangen. Was genau ist es denn für eine Firma? Spree, wir sind der Weltmarktführer für virtuelle Erlebnisse, für Out of Home, also praktisch für die Unterhaltungsindustrie. Nicht zu Hause, sondern wenn man außerhalb des Hauses geht, also sage ich mal Freizeitparks, Kinos. Dazu gehören auch Shopping Malls, Sportparks, Trampolinparks. Genau, und denen bieten wir eine virtuelle Realität an, sodass sie es ihren Gästen anbieten können. Sehr cool. Hast du ein paar Beispiele, die man vielleicht kennt, irgendwie ein Ja, Freizeitpark oder so? unser erster Kunde war Europapark, genau, das heißt, da haben wir relativ früh, also jetzt vor 5 Jahren mittlerweile, haben wir denen ermöglicht, dass die Gäste die VR-Brille aufsetzen können und dann in einem Film herumlaufen können und währenddessen dann auch auf so eine Rollercoaster sich setzen können. Ach cool. Genau. Und wie kamst du denn dazu, das Ganze zu machen? Gute Frage. Letztendlich bin ich kein Gamer, aber bin ich eher sozusagen durch einen Zufall hier im Gaming gelandet. Und zwar habe ich meine letzte Firma verkauft gehabt und war einfach auf der Suche nach neuen, coolen, spannenden Projekten und habe mich dann viel auf Tech-Konferenzen, also wirklich nerdige Tech, wo wirklich ganz viele Ingenieure und Deep Tech unterwegs war und habe dann Fraunhofer IES mit einem Stand gesehen. Das sind die MP3, diese Kompressionstechnologie für MP3-Hörer erstellt haben. Und ich wusste, dass die natürlich immer coole Sachen am Start haben, coole Technologien. Und dann habe ich die einfach gefragt, habt ihr eine Technologie, die kurz vor der Kommerzialisierung ist, sodass ich als Wirtschaftsingenieur sozusagen da helfen kann? Jetzt hast du ja schon ein bisschen angeteasert. Hast du studiert oder wie genau in welchem Job bist du eigentlich ursprünglich tätig? Ich habe studiert, ja, und zwar Wirtschaftsingenieur in Karlsruhe und in Berkeley. Und genau, als Wirtschaftsingenieur, zumindest in Karlsruhe, ist man relativ breit aufgestellt und habe aber als Unternehmensberater angefangen und habe auch tatsächlich Fraunhofer zuerst als Unternehmensberater geholfen und den Ah ja. letztendlich beraten. Das war eine typische Situation. Technologie sucht Anwendung oder Lösung und nach 2 Jahren sind wir dann eben auf Gaming gekommen. Mhm. Du meintest vorhin, dass du, bevor du deine erste Firma verkauft hast, also bevor du mit VR angefangen hast, deine erste Firma verkauft hast. Bist du quasi direkt nach dem Studium da ins Gründertum eingestiegen oder kam das irgendwie anders? Nee, tatsächlich war ich Unternehmensberater, aber Selbstständiger. Das heißt, ich war sozusagen Tag eins, auch schon vor dem Studium eigentlich immer als entweder Selbstständiger oder im eigenen Unternehmen beschäftigt. Genau, und habe es eigentlich auch vor, so zu belassen. Mhm. Hat deine erste Firma dann auch was mit Gaming zu tun gehabt oder ganz Nee, andere gar nicht. Richtung? Also das Unternehmensberatung war Bergbau und Öl und Gas, Ah also ja, die Bad Boys. okay. Und das war auch am anderen Ende der Welt, in Australien, in Südafrika und in Kanada. Die erste Firma war dann im Bereich digitale Zahnheilkunde. Für kosmetische Zahnärzte haben wir eine Software entwickelt, damit sie innerhalb von 10 Minuten sozusagen Vorher-Nachher-Vergleiche machen können und dann Hm. diesen Case verkaufen können Mhm. und dann auch die Behandlung, sage ich mal, planen können. Digitalsmiledesign.com gibt es immer noch. Ah ja. Ist ein sehr gutes Verfahren. Und genau, das heißt, wie man sieht, ich bin da eigentlich branchenübergreifend unterwegs. Mhm. Sehr, sehr cool. Das heißt, während dem Studium hast du schon auch angefangen, dich so mit der Selbstständigkeit irgendwie anzufreunden. Genau, ich war schon im Schulalter, also letztendlich unterwegs, unternehmerisch. Damals waren die Mhm. Ü-Eier-Figuren, ich weiß nicht, ob man das Ja, ja, doch, heutzutage die kennt die man noch. Jugend noch kennt. Doch, doch, doch. Ü-Eier-Figuren war der große Renner und Es ist gerade sogar noch ja, im und unser Trend. Business war es letztendlich, dass wir da rausgehört haben, wo sind die Figuren, dann die Figuren vom Land, also auf dem Land die Figuren gekauft haben, in der Stadt verkauft haben. Das war noch vor Ah eBay. ja, Vor aha. eBay haben wir sozusagen diese
Arbitrage genutzt. Und das war tatsächlich eins meiner ersten unternehmerischen Tätigkeiten. Und wie alt warst du da? Da war ich wahrscheinlich so 14, Ach 15, krass. genau. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mir das ganz viel Spaß macht, sozusagen kaufen, verkaufen. Mhm. Und dann habe ich mit einem Kumpel letztendlich eine Promotion-Agentur gemacht. Da haben wir damals für Abendzeitung 2 Wochen Probe lesen. Da haben wir pro Lied Kohle bekommen, sind durch die ganzen Biergärten gezogen und dann als Mannschaft haben wir dann natürlich gesagt, okay, mehr Leads, mehr Leads, mehr Leads, weil dann haben wir variabel pro Lied Geld bekommen und genau, und dann während dem Studium war ich auch als studentischer Unternehmensberater noch aktiv. Das heißt, dann haben wir Software-Testing für BMW oder irgendwelche anderen Konzepte für Mittelständler da in der Ecke in Karlsruhe gemacht. Genau, das heißt, so habe ich immer peu à peu letztendlich mehr unternehmerische Erfahrung sammeln können. Sehr, sehr cool. Okay, dann steigen wir jetzt mal mit ein paar noch privateren Fragen ein. Mhm. Was würdest du sagen, oder hast du eine Vorstellung davon, was deine Eltern sich damals so gedacht haben, dass man direkt in die Selbstständigkeit einsteigt? Weil oft ist es ja immer so ein bisschen, geh lieber ins Unternehmen, mach was Sicheres, weil Selbstständigkeit ist ja schon so auch ein Risiko. Das stimmt. Meine Eltern waren da eigentlich, haben mir da 100% vertraut Mhm. und mich unterstützt und auch diese, sage ich mal, Urvertrauen gegeben, dass egal was ich mache, auch wenn ich etwas gegen die Wand fahre, dass es sozusagen gut ist, solange ich daraus lerne und Ja, es nicht ein zweites Mal ja, mache. aus Fehlern lernt man. Genau, und von daher war für mich, also ehrlich gesagt, kam es nie in Frage, sozusagen im großen Unternehmen ein ganz kleines Rädchen zu sein. Mhm. Aber das ist jetzt sozusagen meine persönliche, sage ich mal, Vorliebe. Es gibt natürlich sehr viele spannende Stellen in großen Unternehmen. Von daher jedem das seine, sage ich mal. Sehr gut. Und wenn du jetzt gerade schon so von Fehlern sprichst, was würdest du sagen, ist eine Sache, die dir sehr weitergeholfen hat im Unternehmertum oder vielleicht hat es dich auch im privaten Leben irgendwie weitergebracht? Was war so ein Fehler, den du gemacht hast, wo du sagst, daraus habe ich gelernt und das war jetzt ein wirklich großes Learning für mich? Tatsächlich habe ich vielleicht am Anfang meiner unternehmerischen Karriere auf der rechtlichen Seite zu viel vertraut, also zu viel auf Gentleman's Agreement, sage ich mal. Mhm. Willst du kurz Ähm, erklären, was das ist? Gentleman's Agreement ist letztendlich ein Handshake Agreement. Das heißt, dass das Wort noch zählt Mhm. und das nicht alles, ich spreche ja mit einer Juristin, Ja. nicht alles vertraglichen Unterbau haben Mhm. muss. Genau, da kann man sich natürlich auch eine blutige Nase holen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ganz am Anfang, meine erste Station war letztendlich mit meinem Mentor von der Studienstiftung, also die Unternehmensberatung. Und dadurch war das letztendlich ein Gentleman's Agreement. Das heißt, meine erste richtige berufliche Station nach dem Studium ist auf einem engen Vertrauensverhältnis entstanden. Und im wilden Wirtschaftsdschungel, sage ich mal, out there gibt es natürlich auch viele Haie und andere Leute, die man nicht so vertrauen sollte. Und das ist wahrscheinlich ein Kern-Learning, Key-Learning, was ich gelernt habe, wem man vertraut und wem man besser nicht vertraut. Ja, Sehr, sehr genau. schön. Am besten auch sich absichern Genau. im Zweifel. Ja, sehr gut. Du hast schon angesprochen, dass du gefördert worden bist. Wie kam das? Also war das schon zu Schulzeiten oder bist du in Deutschland zur Schule gegangen? Ja, genau. Ich bin halb Latino. Also meine Mutter ist aus Südamerika, mein Vater ist Berliner und meine Mutter ursprünglich hat noch andere Wurzeln. Das heißt, ähm, ursprünglich aus Spanien, Italien und mein Vater ist ursprünglich, also seine Familie aus Polen. Das heißt eine Ah bunte ja. Mischung. Aber ich bin letztendlich hier in München zur Schule gegangen, Grundschule und Gymnasium, aber habe dann gemerkt, dass mich zum einen wieder zurück zu den Wurzeln zieht. Also das heißt, zwischen Abi und Studium hat es mich nochmal auf die Galapagosinseln gezogen, Wow. wo ich auch praktisch herkomme, in Mhm. Anführungszeichen, wo ich sozusagen gezeugt wurde. Mhm. Das heißt, das ist auch sozusagen meine Herzensheimat, wo ich auch gerne wieder öfter zurückfahren möchte.
Und während dem Studium in Karlsruhe, was natürlich so eine krasse Engineering-Town ist, hat es mich dann nach dem Vordiplom schon in die Ferne gezogen, weil Karlsruhe ist insofern ganz dankbar, weil da gibt es nicht viel anderes als die Uni. Das heißt, da kann man sich sehr gut fokussieren aufs Studium. Und viele haben sich natürlich an den Kopf gefasst, warum gehe ich hier aus München nach Karlsruhe zum Studium. Aber damals habe ich mich auf Wirtschaftsingenieur an der Uni irgendwie eingeschossen. Und das war halt oder ist eine sehr gute Uni dafür. Aber dann hat es mich durch Auslandsstudium praktisch nach Dubai für ein Praktikum. Dann habe ich in Mailand studiert, in Madrid, in Stockholm Krass. und dann in Berkeley noch meine Diplomarbeit gemacht. Aber wie Das heißt, kam das? weil ich so einen Masterstudiengang noch parallel gemacht habe. Genau. Okay. Das wurde aber angerechnet am Diplomstudiengang. Mhm. Das heißt, de facto habe ich jetzt ganz viele Diplome, aber ich habe nur eine Sache studiert, Wirtschaftsingenieur, aber habe dann sozusagen ein bisschen mein Studium internationalisiert, sage ich mal. Ja. Okay, sehr schön. Also das heißt, bist du dann, als du da gefördert worden bist, war das im Studium oder war das quasi nach dem Abi, hast du dich da beworben und so ist es dann Ja, gelaufen? tatsächlich, ich bin eine sehr ehrgeizige Person. Ich wollte unbedingt in diese Studienstiftung des deutschen Volkes. Ist Ähm, auch sehr kompetitiv. Ist sehr kompetitiv, also man darf da sozusagen einer der besten Schüler im Gymnasium sein. Was ich nicht erreicht habe, weil ich Französisch LK gewählt habe, das hat meinen Notenschnitt drastisch nach unten gezogen. Ich war sehr naiv und dachte mir, welche Sprache kann ich noch nicht so gut und wo habe ich am meisten Learning-Effekte, und das war Französisch. Und naja, ich habe die Zeit genossen im Französisch LK, aber es hat meinen Schnitt nach unten gezogen. Letztendlich habe ich mich dann nach dem Vordiplom beworben. Dann gibt es so eine Seitentür bei der Studienstiftung und bin da reingekommen, und dann habe ich sozusagen mein Diplom oder meinen Masterstudiengang sozusagen dadurch gefördert bekommen, und es ist natürlich ein super Netzwerk, sage ich mal, Ja. um da weiterhin jetzt, sei es beruflich oder privat, irgendwie Kontakte zu knüpfen. Ja. Sehr schön. Du hast Sprachen angesprochen. Möchtest du uns sagen, welche Sprachen du alle sprichst? Ja, gerne. Also ich spreche Spanisch und Deutsch, das sind sozusagen meine Muttersprachen. Und während dem Studium dachte ich mir, ich muss noch eine ganz schwierige Sprache lernen, habe mir dann Russisch, Arabisch und Chinesisch angeguckt, habe mich Alle dann drei. erwägt. Hat man damals war China up and coming und habe mich dann für Chinesisch entschieden, habe 1,5 Jahre auch Chinesisch gelernt, hatte das Glück, eine sehr gute Lehrerin zu haben, die das Fokus auf gesprochene Chinesisch hatte. Das heißt, dadurch konnte ich mich schon gut unterhalten, nicht so viel lesen, aber habe dann nach 1,5 Jahren und auch einen intensiven Sprachkurszeit in China dann entschieden, dass ich so erfolgreich sein muss, dass ich mir einen Chinesisch-Dolmetscher leisten kann, und gesagt, ich lasse es bei Smalltalk. Genau. Dann steigen wir mal ganz privat noch ein. Hast du denn Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, Lucienne Sonrisa, 4 Jahre jung. Und sie ist natürlich mein Ein und Alles. Und es gibt natürlich einen sehr guten neuen Sinn im Leben, muss man sagen. Von daher kann ich es nur jedem an Herz legen. Ich weiß, dass die Deutschen sich nicht gerne reproduzieren, statistisch gesehen. Allerdings ist es schon ein life-changing Event. Genau. Was würdest du noch sagen, war so ein Event in deinem Leben, was dich sehr geprägt hat? Ich würde sagen, all meine Reisen, also ich reise viel beruflich und versuche natürlich immer dann Land und Leute kennenzulernen, sich auch auf das Land einzulassen. Geht natürlich sehr viel besser, wenn man die Sprache spricht. Ja, und sonst wahrscheinlich auch Sport. Also Sport, ich bin so ein Sportfreak, kann man schon sagen. Das heißt, ich mache gern Sport. Was machst du? Und also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber Fitness, Eisbaden, Akrobatik, Yoga, Scuba Diving, Wellenreiten. Das hört sich schon sehr Genau, außergewöhnlich genau. an. Und das gibt mir eigentlich immer so Energie. Also das heißt, jeder Tag, wo ich keinen Sport mache, ist eigentlich für mich fast ein verlorener Tag. Ach krass. Ja. Und was sind außer Sport noch so deine Hobbys? Irgendwas, was jetzt keiner von dir erwarten würde? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin,
Ja, ich feiere auch ab und zu gerne. Genau, das könnte man wahrscheinlich von mir auch erwarten, genau. Also, ich feiere auch gerne, genau, das ist, und dann, arbeite ich auch viel. Mhm. Also, sehr viel Zeit gibt's dann auch nicht mehr. Okay, dann würde ich gerne noch ein paar Entweder-oder-Fragen mit dir Aha. machen. Strand oder Berge? Strand. Eis oder warm? Eis. Ich mache Eisbaden sehr gerne, ja. Gummibärchen oder Schokolade? Boah, ich habe, Zucker aus meinem Speiseplan, verbannt, aber Kuchen werde ich schwach. Kuchen geht noch. Also eher so die salzigen Snacks? Ne, eher das Süße, ja, ja. Also, wenn ich, sozusagen Torte oder, was Deftiges habe, dann würde ich mich für die Torte entscheiden. Ah ja, okay. Deutschland oder Ausland? Für immer. Ausland. Ausland? Ja. Ich habe das Privileg, dass ich jetzt sozusagen viel rumkommen kann und dadurch habe ich immer Fernweh und Heimweh im Wechsel, allerdings, so, langfristig Ausland. Mhm. Würdest du sagen, du bist eher eine Morgeneule, 'ne Nachteule oder 'ne Morgen, Morgenlerche? Ja? morgen, ja. Wann stehst du so auf jeden Morgen? 6:30 Uhr, 6:30? weil, Sport ist immer von 7 bis 8. Das ist Ah sozusagen mein ja. Rhythmus, ja. Kannst du kurz deine Morgenroutine? Also, ich stehe um 6:30 Uhr auf, nach 7,5 Stunden. Mir ist der Schlaf auch sehr wichtig. Ich habe auch eine Zeit lang sehr intensiv Lucid Dreaming gemacht, also praktisch versucht, die Träume zu beeinflussen. Wie funktioniert das? Das ist da gibt es ein paar Methoden, weil ich mich gefragt habe, was so alles passiert, während ich schlafe und 'n Teil davon träumt man natürlich. Und dann habe ich mir gedacht: „Okay, wollte ich erst mal 'n bisschen mehr verstehen und, zum anderen auch beeinflussen." Und das geht, indem man ein paar Tricks anwendet. Reality Checks nennt sich das. Während dem Tag sozusagen gucken, dass die Realität da ist. Also, zum Beispiel mit dem Finger kommt man ja nicht durch die Hand. Mhm. Das heißt, ich bin in der Realität und wenn man Mhm. das so oft, tagsüber macht in der Realität, wird es zum Habitus und dann macht man es auch im Traum. Und im Traum passiert schon mal, dass man sozusagen durch die Hand durch Mhm. greifen kann und dann greift das Bewusstsein und dann weiß man: „Okay, ich träume gerade." Und dann kannst du sozusagen, äh, selber entscheiden, was du träumen möchtest. Und das ist natürlich 'ne ziemlich Wow. coole coole Okay. Geschichte. Mhm. Genau, und dann, ich fliege am liebsten, wenn ich träume, genau, also wie 'n Vogel, Mhm. ja. Also, das heißt, du machst quasi nach dem Aufstehen dein also, du Genau, ich reflektierst war dann jetzt noch mal? erst in der Nacht, genau. Dann nach dem Aufstehen eigentlich, Traum Notizen, also Traumtagebuch. Dann, letztendlich, geht's eigentlich auch schon los, Shake, Fahrradfahren zum Sport, 1 Stunde Sport, meistens Outdoor, also Eisbachfit hier in München. Und dann, Eisbach, Mhm. auch bei jedem Wind und Wetter. Also grade im Winter macht's natürlich noch mehr Mhm. Spaß. Und dann eigentlich, mit dem Rad hierher und dann genau, Mhm. Und eher Night in oder Night out? Night in und out, Also, was quasi ist eher Netflix und Chill zu Hause ach oder so, ne, ne, feiern ne, ne, gehen? feiern gehen. Ja, Auf jeden genau. Fall feiern gehen, okay. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für das nette Interview Danke dir. und vielen Dank, dass du so ausführlich mit uns gesprochen hast. Sehr gerne.